Ja Leute, wir wollen euch heute anhand eines Golf 7 TCR mal unsere NGM-App ein bisschen präsentieren und zeigen. Wir haben vor, heute hier mal ein paar Varianten vom Schubknall einzustellen, euch da eben anhand eines TCRs zu zeigen, wie das Ganze sich anhört. Wir haben hier bei dem Auto schon tatsächlich ein paar Veränderungen, auf die möchte ich erstmal kurz vorab eingehen, damit ihr auch Bescheid wisst, was an dem Auto alles gemacht wurde. Dazu mache ich einmal kurz die Motorhaube auf und eigentlich das viel Wichtigere wäre tatsächlich ja, dass wir das Auto noch aufheben auf einer Bühne, aber das machen wir heute jetzt tatsächlich nicht. Aber ich sage euch dann einfach noch, oh, ist so schön, so angenehm, dass die 7er noch einen Dämpfer drin haben, der die Motorhaube von selbst aufmacht bzw. offen hält, weil beim 8er GTI ist es halt nicht mehr so. Da muss man dann wieder das Ding ausklappen, damit die Haube gehalten wird. Das ist halt so, wo ich mir denke, really, was für ein Rückschritt, aber gut, so ist es halt. Genau, wir haben hier den E888 Gen 3 Motor mit den IHI-Ladern. Der hat jetzt hier, das ist natürlich bei dem GTI, weil es ein Sondermodell ist, hat der ja den IS38-Lader, was natürlich schmeckt, weil das Ding natürlich richtig geil performt. Ja, IS38 ist im Endeffekt hier also genau derselbe Motor wie in einem Golf 7R. Bedeutet, das Teil schiebt schon richtig, richtig nach vorne. Wenn die leistungsgesteigert sind, ist es halt einfach auch eine Kunst, das sage ich mal, in den unteren Gängen auf die Straße zu bringen, da das Auto natürlich ein reiner Frontantrieb ist. Genau, wir haben hier eine APR offene Ansaugung verbaut, was bei den ER888 Motoren wirklich ein Must-Have ist. Ich will jetzt nicht sagen, dass es unbedingt eine APR-Ansaugung sein muss, aber es sollte auf jeden Fall eine andere Ansaugung sein, inklusive dem Inlet. Der Kunde hier hatte auch einen Outlet verbaut, ist meiner Meinung nach aber komplett überflüssig. Das kann man machen, wenn man unbedingt will, bringt aber leistungstechnisch einfach gar nichts. Wichtig ist, dass die Ansaugung verbaut ist, plus eben das Inlet, weil damit schont ihr euren Turbolader extrem und es ist auch etwas mehr Leistung möglich natürlich. Und ja, hatte ich auch, glaube ich, schon mal in einem anderen Video erklärt, was das Inlet letzten Endes macht. Prinzipiell, vereinfacht ausgedrückt, ist es so, dass die Laderdrehzahl senkt. Dadurch habt ihr einfach auch nicht so eine hohe Belastung auf dem Turbolader, also es entlastet den Turbolader und man kann natürlich auch etwas mehr Leistung damit abrufen. Genau, das ist eigentlich, sage ich mal, beim E888 Gen 3 die Ansaugung und theoretisch auch, was hier leider original ist, der Ladeluftkühler, wären, sage ich mal, die zwei ersten Modifikationen, die man machen muss, damit man wirklich richtig, richtig Leistung auf dem Ding fahren kann. Hier ist leider der Ladeluftkühler nicht verbaut. Das wird uns heute auch, was wir nachher im Video auch mal zeigen. Jedenfalls ist bei dem Auto auch im Abgasstrang einiges verändert. Wir haben hier eine andere Downpipe verbaut. Ein 200er Zellen Metallkart ist oben verbaut. Und wir haben hier noch eine Ego X Abgasanlage, eine Klappenabgasanlage. Genau, die dann natürlich auch für den dementsprechenden Sound sorgt. Ja, das zu dem Auto. Ja, wir haben hier auch, glaube ich, ich kann jetzt gar nicht sagen, was für ein Fahrwerk verbaut ist. Man sieht es, andere Felgen sind auf jeden Fall verbaut. Aber bisschen tiefer ist er auch, steht im Auto aber ganz gut. Ja, sonst halt, wie gesagt, TCR-Verspoilerung finde ich Serie einfach auch schon richtig, richtig schön. Ich hatte selber schon einen TCR, da gehen wir aber auch noch mal ein bisschen näher drauf ein, wenn ich im Auto sitze. Ich bin das Auto selber 2 Jahre lang gefahren und musste ehrlich sagen, war eigentlich so einer der schönsten GTI 7er, die ich hatte. Ich hatte mehrere 7er GTIs und war mit dem eigentlich immer richtig, richtig happy. Ja, dann würde ich sagen, springen wir doch gleich mal ins Auto rein, oder? Und zeigen euch mal so die ersten Sachen, die wir jetzt bei dem Auto einstellen mit der App, was man überhaupt alles einstellen kann. Genau, wir müssen hier noch das Getriebe flashen. Motor ist schon bereits geflasht worden. Das heißt, wir können jetzt hier aber auch die Änderungen innerhalb von 40 Sekunden vornehmen, 40 bis 50 Sekunden. Und ich würde sagen, dann springen wir jetzt mal ins Auto rein. Ja Leute, wir sitzen jetzt im Auto, haben uns jetzt schon mit dem Auto auch verbunden und gehen jetzt hier mal in das Motorsteuergerät rein. Und dann wollte ich auch mal hier ganz kurz ja, ein paar Sachen zum TCR eben erläutern. Was für Optionen habt ihr und so weiter und so fort. Prinzipiell ist es beim TCR so, wir bieten für das Motorsteuergerät insgesamt in der All-in-One-Lizenz 3 Maps an. Einmal die originale Map, dann hier sieht man schon inklusive Update. Also wir updaten immer auf den neuesten verfügbaren Stand von VW. Genau. Und dann haben wir natürlich auch auf der Basis eine Stage 1 und eben eine Stage 2. In der Stage 1 geben wir an bis zu 370 PS und 470 Newtonmeter. Diese Werte werden nur bei Optimalbedingungen erreicht und auf 102 Oktan. In der Stage 2 geben wir an bis zu 390 PS und 510 Newtonmeter. Dasselbe gilt natürlich auch für die Stage 2. Bedeutet, wenn ihr halt nicht jetzt wie heute
gefühlt 40 Grad habt. Jetzt haben wir noch 23, aber es ist schon wieder brutal, brutal heiß. Natürlich auch die dementsprechenden Hardware-Modifikationen, die ihr für den Stage 2 braucht. Also bei dem Auto ist es so, ihr braucht auf jeden Fall eine andere Ansaugung Inlet und einen Ladeluftkühler und natürlich im besten Falle auch eine Downpipe, die oben einen 200 Zellen Metallcut hat, also die HDS-Downpipe inklusive OPF. Dann ist diese Leistung auf jeden Fall realisierbar. Gut, da der Kunde hier auch keinen Ladeluftkühler verbaut hat und es heute auch brutal heiß draußen ist, macht eine Stage 2 auf dem Auto überhaupt keinen Sinn. Das heißt, wir werden nachher einfach mal die Stage 1 flashen. Ja, jetzt gehen wir aber ein bisschen mal auf die Konfiguration ein. Also wie ihr es ja aus unseren anderen Videos auch schon kennt und für die Leute, die das als erstes Video sehen, ihr habt ja mit der NGM-App die Möglichkeit, selber euer Tuning dementsprechend zu gestalten. Also angefangen von der Start-Stopp, die ihr quasi deaktivieren könnt. Ich werde jetzt hier nicht alles im Detail durchgehen. Habt ihr natürlich die umfangreichste Option. Ihr könnt euer Auspuffknallen komplett individuell gestalten und so oft ändern, wie ihr wollt. Also ihr könnt halt heute sagen, ihr habt Bock auf ein bisschen lauteres Knallen, morgen habt ihr Bock auf gar kein Knallen, dann könnt ihr das alles hier in der App so oft, wie ihr wollt, abändern und dementsprechend ist es auch immer im Preis mit dabei. Das wollte ich vielleicht auch nochmal kurz betonen. Ihr zahlt einmal, hier in dem Fall für die All-in-One-Lizenz, 699 €. Die habt ihr dann so lange, wie ihr das Auto dementsprechend auch habt und könnt so oft ihr wollt in der App alles abändern. Also da kommen dann keine Abogebühren oder irgendwelche einmaligen oder noch zusätzliche Zahlungen hinzu. Das ist wirklich einmal zahlt ihr den Betrag und ihr könnt dann die App so oft und individuell nutzen, wie ihr das wollt. Ja, wir gehen jetzt mal ganz kurz auf eine Sache beim TCR ein. Hier sind nämlich ein paar Sachen, das wollte ich auch mal erwähnen, die für das Auto tatsächlich mehr oder weniger keine Auswirkungen haben. Also ihr habt hier zum Beispiel bei dem Auto Pfeil-Abschiff, das ist quasi das standardmäßige Schaltknallen. Das habt ihr beim TCR schon in der Serie aktiv. Die Option ist eigentlich hauptsächlich für die 245 PSler DLBA und DKDB, also Performance GTI, 7er GTI mit dem 7-Gang DSG, die eben keinen Schaltknallen haben, die können es darüber wieder aktivieren. Dann habt ihr natürlich hier, das ist auf jeden Fall schon wichtig, ihr könnt das Downshift-Knallen inaktiv setzen oder aktiv setzen, also dass er quasi auch beim Runterschalten knallt. Und wenn ihr das auf aktiv setzt, dann knallt er beim Runterschalten. Wenn ihr es auf inaktiv setzt, dann knallt er eben nicht beim Runterschalten. Dann habt ihr hier die Möglichkeit natürlich, wie bei allen anderen Autos auch, die Länge des Schubknallens einzustellen. Da habt ihr von 0,5 bis 3 Sekunden alle Möglichkeiten. Dann könnt ihr auch den sogenannten Overrun. Da kommt dann im Prinzip so ein kurzes Ladedruckabbau über den Abgasstrang direkt, wenn ihr aus dem Gas geht. Und danach fängt es dann an zu blubbern, wenn ihr das halt aktiviert habt. Ja, wir haben hier bei der Simus 18.1 und bei der Simus 18.10, also Simus 18.1, Simus 18.10 ist immer der Steuergerättyp. Bei dem Fahrzeug ist eine Simus 18.10 verbaut. Da habt ihr auch noch die Möglichkeit, die Art des Knallens, also das im Prinzip, sage ich nenne es jetzt einfach mal Style vom Knallen zu ändern. Da haben wir jetzt hier insgesamt 5 verschiedene Varianten. Ich will da auch mal ganz kurz ein bisschen näher drauf eingehen, weil sau viele Kunden uns immer schreiben, ja, ich habe jetzt keine Lust, die Varianten durchzutesten. Wie wirkt sich das aus? Ist das eine schneller, das eine langsamer? Das kann man halt wirklich pauschal nicht beantworten, weil einfach das Knallen von so vielen verschiedenen Parametern abhängt. Das hängt einmal damit zusammen, ist es eine Simus 1810 oder eine 18.1? Dann hängt es auch mit zusammen, welchen Datenstand habt ihr, weil das auch immer ein bisschen unterschiedlich ist. Plus natürlich, wie ist euer Abgasstrang gestaltet? Also habt ihr eine andere Downpipe verbaut? Habt ihr eine andere Abgasanlage verbaut? Weil eine Abgasanlage und eine Downpipe haben so krasse Einflüsse darauf, wie sich das Knallen einfach anhört. Ob das dumpfer wirkt, ob es heller wirkt. Das kommt wirklich immer darauf an, wenn ihr zum Beispiel eine Abgasanlage habt, sage ich jetzt mal die Serienabgasanlage bei einem GTI zum Beispiel, der hat brutal viele Leitbleche im Endschalldämpfer. Dann hört sich das immer an so ein bisschen wie so eine Knalldose, was aber wieder sich ganz anders anhört, wenn ihr eine 3,5 Zoll Straight Pipe Anlage drauf habt. Das könnt ihr halt damit gar nicht vergleichen und deswegen können wir da auch nicht pauschal eine Beschreibung reinschreiben und sagen, hey, das hört sich so und so an, das hört sich so und so an, weil es halt einfach immer extrem individuell ist. Und ihr müsst einfach hier bei den Varianten das ausprobieren, dafür ist die App ja auch da und dementsprechend das einfach durchtesten. Was ich auch noch sagen kann, ist, dass die Varianten sehr stark durch die Intensität vom Knallen beeinflusst werden. Also wenn ihr jetzt natürlich hier komplett hochdreht, dann kann es auch sein, dass sich Variante 1 und Variante 3 zum Beispiel in unterschiedlichen Stärken relativ ähnlich anhört, weil eben auch die Intensität vom Knallen extrem starke Auswirkungen hat, wie sich das Knallen, also von der Länge her, also ob es jetzt relativ schnell hintereinander knallt oder ob die Abstände zwischen den Knallern
größer ist es halt echt ultra schwer zu beschreiben, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Das heißt im Endeffekt grundlegend, bitte testet es einfach selber für euch und schaut, was ihr selber für toll empfindet oder was euch gefällt. Und eine Sache auch noch hier vorneweg, wenn ihr das Knallen immer permanent auf ganz laut habt und ihr habt komplette Serienpräferie, dann kann es natürlich unter Umständen auch zu Schäden kommen am Katalysator. Ihr braucht euch jetzt nicht die Sorgen machen, dass da der Motor kaputt geht oder whatever. Das Erste, was beim Schubknallen kaputt geht, ist immer der Cut. Die Simus 1810, also die größeren Katalysatoren, weil die haben alle einen größeren Cut vorne, speziell die ganzen OPF-Modelle, die halten auch etwas mehr aus, haben wir jetzt die Erfahrung gemacht über die letzten 6 Jahre. Und die kleineren Cuts bei den Vor-Facelift-Modellen, also Simus 18.1, das sind auch vom Korpus her deutlich kleinere Katalysatoren, die halten etwas weniger aus. Das vielleicht nur noch mal kurz, aber da muss man auch nicht so weit aufdrehen, weil einfach schon deutlich mehr durch den weniger gedämmten Abgasstrang rauskommt. Das heißt, ihr könnt da bestimmt schon mit Intensität 5, 6 oder so, sage ich mal, schon ein sehr lautes Klangbild verwirklichen. Gut, dann sind wir da mal kurz drauf eingegangen. Hier möchte ich jetzt noch auf einen anderen Punkt eingehen, und zwar auf den Punkt Klappen, Exhaust Flaps. Also nicht wundern, dass die App bei mir in Englisch ist. Mein Handy ist auf Englisch eingestellt, deswegen seht ihr hier die App immer in Englisch. Wenn euer Telefon natürlich auf Deutsch ist, dann habt ihr die App auch zu 100% in Deutsch. Andere Sprachen unterstützen wir auch. Italienisch, Französisch und Spanisch, glaube ich, sind noch mit drin. Aber das sind so, sage ich mal, die gängigsten Sprachen, die wir alle in der App unterstützt haben. Das hängt immer davon ab, in welcher Sprache euer Telefon eingestellt ist. Dementsprechend wird euch auch dann die Sprache in der App eingeblendet oder eingestellt. Genau, es ist ja so, wir sitzen hier in einem Golf 7 TCR, der hat serienmäßig keine Abgasklappe verbaut. Da aber dieses Steuergerät in einem Golf 7R oder in einem, was können wir noch, Ateca zum Beispiel auch drin sitzt und der aber serienmäßig Klappen hat, wird euch diese Funktion trotzdem angezeigt, weil wir immer nach Steuergerättypen gehen, und deshalb seht ihr jetzt hier die Funktion Exhaust Flaps auch, obwohl die beim TCR absolut gar keinerlei Einfluss hat. Also selbst wenn ihr jetzt hier, wie in dem Falle, eine Zubehörabgasanlage verbaut habt, die aber serienmäßig gar nicht gekoppelt sein kann mit dem Auto, weil ja serienmäßig das Auto keine Klappenabgasanlage hat, könnt ihr natürlich auch über die App keine Zubehörabgasanlage steuern. Also die Option ist wirklich nur für die Leute, die serienmäßig eine Klappe haben und auch serienmäßig eine Klappenabgasanlage haben. Also wie ein Golf 7R, wie ein Ateca, wie ein Audi S3. Das sind alles Fahrzeuge, die haben halt serienmäßig eine Abgasklappe und die können dann eben über die App auch die Klappe, solange die Seriensteuerung verbaut ist. Wenn ihr natürlich irgendeine andere Zubehörabgasanlage verbaut, die dann auch ein über separates ECE-Steuermodul besitzt, was meistens vorne links im Fußraum verbaut wird, dann ist natürlich das auch nicht mehr über die App steuerbar, weil ein zusätzliches Steuergerät übersteuert immer das, was vom Motorsteuergerät auskommt, und das kann natürlich die App dann auch nicht mehr übersteuern, weil wir gehen ja nur ins Motorsteuergerät rein und ändern da halt quasi die Klappensteuerung. Dann habe ich das auch noch mal kurz erklärt. Ja, was jetzt hier vielleicht noch ganz wichtig ist, wir haben ja keinen Intercooler, also hier könnt ihr komplett eure Hardware auswählen. Wir haben hier dementsprechend Inlet Intake, Downpipe nehmen wir auch 200 Zeller, und dann gehen wir hier noch rein, genau, das haben wir kurz, da lassen wir einfach mal an. Ja, Fuel haben wir jetzt hier 100 im Tank, das kann man auch aktivieren. Und wir wollen noch die Start-Stopp machen wir einfach mal kurz off. Und jetzt stellen wir noch das Knallen, weil das habe ich nämlich, glaube ich, komplett vergessen. Wir gehen jetzt mal hier auf 1,25 oder beziehungsweise, nee, ich möchte es noch mal kürzer haben. Gehen wir auf 0,75 vom Knallen her, gehen auf Enddrehzahl auf 6000, wobei ich ihn jetzt auch nicht so hoch drehen werde. Und Startdrehzahl machen wir mal 2000. Genau, und Intensität habe ich jetzt mal die Stufe 6 gewählt. Werden wir nachher mal sehen, wie laut das ist mit Klappenabgasanlage und anderer Downpipe drin. Ja, genau, harte Launch Control, das sage ich vielleicht auch noch, wenn wir noch drin sind. Das ist halt auch hier für die Modelle, die serienmäßig so diese weiche Launch Control haben. Der hier hat es ja Serie schon. Der hat im Prinzip die Golf 7 R Launch Control schon Serie implementiert, weil es einfach das Sondermodell ist als TCR. Für die Autos Golf 7 GTI Performance mit dem 7-Gang oder auch das 6-Gang DSG Facelift habt ihr hier die Möglichkeit, die Launch Control vom 7er R zu aktivieren. So, gut, dann haben wir das hier mal soweit eingestellt. Wir können noch kurz den neutralen Drehzahlbegrenzer wegmachen, und dann würde ich sagen, flashen wir die Bude mal.
Wir gehen jetzt hier mal rein und flashen eine Stage 1. Genau. Genau, wichtig ist jetzt zum ganzen Flash-Vorgang, ich kann es nicht oft genug betonen, ich meine, ich habe es, glaube ich, in jedem Video gesagt, ihr habt da ja gerade eine mega Anzahl an Hinweisen bekommen. Ich meine, gut, ich bin jetzt mit der App schon seit Jahren vertraut, von daher muss ich mir das nicht durchlesen. Ich weiß ja genau, was ich zu tun und zu lassen habe. So, jetzt haben wir fertig geflasht und jetzt noch eine ganz wichtige Sache und zwar, ihr habt natürlich jetzt, wie ihr gerade vorhin gesehen habt, es geht ein Tannenbaum in einem Auto an. Das ist aber ganz normal und da ist auch kein Grund zur Panik, weil wir natürlich das Motorsteuergerät komplett flashen. Verliert es ja auch jegliche Verbindung zum kompletten Kann und zu allen anderen Steuergeräten. Und jetzt ist es halt so, bevor ihr das Auto anmacht, müsst ihr auch einmal unbedingt die Zündung ausmachen, damit quasi der Fehlerspeicher wirklich vernünftig gelöscht wird. Und erst dann könnt ihr die Karre kurz einmal anmachen und ihr seht, springt auch sofort wieder an. Genau, was wir jetzt noch kurz machen, dazu muss man natürlich wieder ausmachen und nochmal anmachen, ist, dass wir nochmal kurz ins Getriebe reingehen. Auf jeden Fall gehen wir jetzt nochmal kurz ins Getriebe rein. Da wollte ich auch noch mal kurz euch zeigen, also das Auto hat das DQ 381 verbaut, bedeutet 7-Gang DSG, ist im Prinzip die Schwester vom DQ 500, ist auf jeden Fall das deutlich bessere Getriebe wie das DQ 250, ist einfach deutlich neuer, hat aber, muss man dazu sagen, auch leider ein paar Macken, also vor allem mit der Ölpumpe. Gibt es immer mal wieder Probleme beim DQ 381 und sonst ist halt auch schon wichtig, dass ihr da dementsprechend die Wartungsintervalle macht, also das Getriebeöl mal wechselt, genau, weil einfach es richtig teuer ist. Also wenn das kaputt geht, dann habt ihr da einfach schon echt eine hohe Kostenangelegenheit und das will man natürlich vermeiden. Und deswegen auch ganz wichtig, wir verfälschen die Drehmomentausgabe, das habe ich zwar im letzten Video auch schon gesagt, verfälschen die Drehmomentausgabe von der ECU nicht. Das bedeutet, wenn ihr jetzt kein Getriebe mit flasht, habt ihr einfach kein volles Drehmoment in der Stage. Und deswegen ist es auch einfach wichtig, dass ihr, was ja auch in der All-in-One-Lizenz mit dabei ist, die dementsprechende DSG-Software anpasst. Und jetzt würde ich mal vorschlagen, hier bei dem Auto, ihr habt ja den großen Lader, also den IS 38. Wir wollen hier auf jeden Fall die Stage 2 flashen. Ihr könnt natürlich auch nur die Stage 1 flashen. In der Stage 1 ist es vollkommen legitim. Aber wir wollen hier die Stage 2, um einfach nochmal ein bisschen bessere Schaltzeiten zu haben. Was aber natürlich auch zulasten des DSG-Knallens geht. Das muss man auch dazu sagen, weil wenn ihr natürlich die DSG-Schaltzeiten reduziert, dann ist die Zeit, wo das DSG-Knallen passieren kann, natürlich auch deutlich geringer. Das heißt, ihr habt da einfach ein deutlich leiseres Knallen, wenn ihr Software fahrt. Aber man kann halt nicht immer alles haben im Leben. Wenn ihr ein Auto haben wollt, was schneller schaltet, was deutlich zügiger fährt, muss man halt etwas auf den Klang beim Schalten verzichten. Gut, jetzt gehen wir hier in die Stage 2 rein. Und da das Auto natürlich ein 2019er ist, ist der Hinweis erstmal egal. Und flashen eben nochmal kurz das Getriebe. Genau, das geht ziemlich schnell. Da sind wir so, ja, ich sag mal so 40, 50 Sekunden, ach nicht mal, 30, 40 Sekunden ist das Thema durch. Dann haben wir die Stage 2 auf dem Getriebe. Genau, da vielleicht auch noch ein, zwei Sätze zu. Es ist ganz normal, wenn ihr das Getriebe geflasht habt, dass das dann am Anfang dann etwas ruppeliger, zuppeliger fährt. Das muss erstmal wieder sich an euren Fahrstil gewöhnen, die Adaptionswerte und so weiter lernen. Und deswegen auch nochmal ein Appell an euch, ihr braucht das Getriebe nicht 100 Mal flashen. Im Endeffekt ist das Getriebe einmal geflasht und das reicht dann vollkommen aus. Also ihr flasht einmal das Getriebe auf die jeweilige Stage und könnt ihr dann dementsprechend, auch wenn ihr Originalsoftware fahrt, muss das Getriebe dann nicht wieder auf Serie gesetzt werden, sondern ihr könnt es einfach so lassen und einfach nur die ECU auf Serie schreiben. Und wenn ihr dann halt wieder Leistung vom Motorsteuergerät fahren wollt, dann fahrt ihr einfach die Stage 1 oder die Stage 2, ohne das Getriebe jetzt nochmal neu zu flashen. Dann habt ihr auch immer nicht den Nachteil, dass das Getriebe wieder nach jedem Flash ein bisschen ruppiger fährt. Das vielleicht nur nochmal so kurz als Hinweis. Jetzt ist der Flash durchgelaufen. Wir machen jetzt einmal die Zündung aus. Genau, Zündung ist jetzt aus. Und jetzt können wir das Fahrzeug starten. So, jetzt fahren wir mal kurz zu unserer Strecke hinten, wo wir euch dann mal wieder zeigen, wie sich dieser TCA so ein bisschen anhört. Ich hatte es ja vorhin schon kurz erwähnt, also Ego X, HG Motorsport, Klappenabgasanlage ist verbaut. Andere Downpipe mit 200 Zellen Metallcut. Von daher, Ansaugen hört man auch schon brutal. Ich tatsächlich bin nicht so der Ansauggeräusch-Fan, aber das ist natürlich eine reine Geschmackssache. Ich finde, es ist immer irgendwie ein bisschen, ja, es ist immer ein bisschen zu laut, aber ich hätte jetzt natürlich auch das Fenster offen. Machen wir mal kurz hier die Klimaanlage an. Ey, es ist so warm. Irgendwie, es fühlt sich 23 Grad, es fühlt sich an wie 35, sei ehrlich. Das ist Wahnsinn. Also, so. Boah, den Spiegel, ich sehe gar nichts. Ich
alles schon im Auto verstellt. Es tut mir wirklich leid an den Besitzer, aber es ist halt bei mir sonst immer so, dass ich da gar nichts sehe. Also wir haben ja heute, wie man sieht, auch schon relativ warme Temperaturen. Deswegen ist es halt A und O, dass ihr bei so einem Auto halt auch einen Ladeluftkühler habt. Selbst jetzt in der Stage 1 würde der definitiv schon was bringen, wenn ihr den verbaut hättet. Weil einfach, ja, das Teil bei dem Auto zu klein ist für eine Leistungssteigerung. Die sind halt auch schon Serie dann bei den Temperaturen am Limit. Beim RS3 ist es die Katastrophe und bei welchem Auto es noch schlimmer ist. Am Freitag haben wir das gesehen. Beim Cupra Formentor VZ5. Also ich habe bis jetzt noch kein Auto gehabt, wo der Ladeluftkühler so unterdimensioniert ist wie bei dem Auto. Also sobald ihr da eine Stage 1 drauf habt und Gas gibt bei einem Pull, hatten wir bei dem Kunden gleich eine Meldung. Das ist bei dem Cupra in der Serie halt auch schon alles Gott sei Dank so geregelt. Das Auto nimmt sofort die Leistung raus und meldet dann, ja, nicht mehr volle Drehzahl verfügbar, weil eben es zu warm wurde. Und das ist halt schon crazy, weil wie will man dann im Prinzip mit einer Leistungssteigerung ordentlich mehr Leistung abrufen, wenn einfach der Ladeluftkühler so unterdimensioniert ist. Und deswegen sage ich auch immer, bitte, bitte, bitte Leute, kauft euch, bevor ihr halt Geld für eine Downpipe ausgibt. Klar, macht es mehr Klang, das ist mir schon klar, aber wenn ihr Leistung haben wollt, ist die Downpipe erstmal komplett irrelevant. Im Winter, okay, macht Sinn, aber im Sommer und sobald es, sage ich mal, draußen, jetzt haben wir hier 26 Grad und das Ding ist eigentlich schon mehr oder weniger in kürzester Zeit nach 2-3 Puls am Ende. Und deswegen kauft euch einen Ladeluftkühler. Egal welche Marke, soll gut passen, soll gute Ergebnisse bringen. Hauptsache, ihr habt den Upgrade-Ladeluftkühler. Und das auch nochmal als Hinweis, gut, macht bei dem Auto sowieso keinen Sinn, aber wenn ihr schon den Ladeluftkühler wechselt, bei einem Golf GTI zum Beispiel, baut euch nicht den Golf 7R Ladeluftkühler ein, der 5% mehr Volumen hat. Das könnt ihr komplett knicken. Kauft euch bitte gleich einen ganz großen, aber auf jeden Fall bitte einen, der deutlich mehr Potenzial hat, wie der in der Serie. Ja, ich glaube, jetzt haben wir, das war das Wort zum Sonntag. Und jetzt gibt es erstmal ein paar Soundfiles von dem Auto, würde ich sagen. Gut, jetzt haben wir die erste Variante mal eben gezeigt. Jetzt kommen wir zur zweiten Version, die wir mal drauf flashen. Ich mache das Knallen jetzt mal auf 1,25, also 0,5 Sekunden länger. Dann gehen wir von der Intensität mal, ja, wir gehen mal auf 8, also 2 Stufen höher, was wir davor hatten. Und Downshift knallen setzen wir auf Active. Genau, dann flashen wir das Ganze mal und zeigen euch gleich die nächste Variante im Video. Das waren jetzt mal hier 2 Einstellungen, unterschiedliche Variationen, die wir beim Schubknall eingestellt haben. Wie gesagt, es gibt ja in Summe wahrscheinlich über 100 Millionen verschiedene Einstellungen mit den 5 Varianten zusätzlich, die ihr noch auswählen könnt. Lautstärke und die Dauer. Das kann man natürlich hier alles nicht zeigen, aber ich wollte euch einfach mal hier 2 Möglichkeiten vorstellen. Unterschiedliche Lautstärke, unterschiedliche Länge. Sonst haben wir euch ja eben noch mal ganz kurz gezeigt wegen der Drehzahlbegrenzung, die wir im Stand aufgehoben haben und dementsprechend das Knallen etwas im Stand verstärkt haben. Das habt ihr jetzt hier noch mal gesehen. Ja, im nächsten Video haben wir einen Ateon R. Ist auch mal ein Exot, der aber schon den Gen 4 Motor hat, ER888. Und da zeigen wir euch dann auch mal, wie sich das Knallen anhört. Und bei dem Auto ganz besonders, der hat eine Abgasklappe in der Serie, die man natürlich dann auch mit der App dementsprechend auf 100% offen stellen kann im Sportmodus. Ich würde sagen, das war's dann mit dem Video. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao, ciao.